Hallo und herzlich willkommen zu Auf der Suche. Ich bin der Markus und ich präsentiere euch in dieser Reihe allerhand spannende Überbleibsel aus einer fernen Zeit. Die Region Anhalt hat da einiges Interessantes zu bieten und hier gibt es noch erstaunlich viele Anlagen, die in einem verhältnismäßig guten Zustand sind. Ab geht's. Heute der Teufelskeller bei Drosa. Da hinten sehen wir es schon. Genial. In wunderschöner Abendstimmung wirkt das Ganze unglaublich magisch. Der sogenannte Teufelskeller bei Drosa im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist ein Großsteingrab, das seinen Namen wohl vor langer Zeit von der Kirche bekommen hat, um die Menschen vom Besuch dieser heidnischen Stätte abzuhalten. Es wird auf die Jungsteinzeit vor 6500 bis 4000 Jahren datiert. Zugeschrieben wird es der Walter Nienberger Bernburger Kultur. Obwohl der Großteil der Anlage zerstört wurde, ist sie auch heute noch ziemlich beeindruckend. Die ursprüngliche Steinanlage war 9,20 Meter lang und lag unter einem künstlich geschaffenen Erdhügel mit 20 Meter Durchmesser. Sie bestand wohl ursprünglich aus mehr als 20 Steinen, heute stehen davon nur noch 7. Der Rest der Anlage wurde von einem Bauern Anfang des 20. Jahrhunderts weggesprengt, der Hügel etwa zur selben Zeit abgetragen. Die Steine selbst bestehen übrigens aus Granit. Ursprünglich soll auf einem der Decksteine eine Opferschale im Stein vorhanden gewesen sein und ein Seelenloch zwischen den Decksteinen. Beides wurde bei der Sprengung 1903 oder 1904 zerstört. Auf der Informationstafel, die hier steht, kann man eine Illustration sehen, wie man sich den Bau einer solchen Anlage vorstellt. Ich denke, diese Theorie bezieht sich eher auf sogenannte Steinkisten, von denen wir in späteren Beiträgen noch einige sehen werden. Man spannte also eine große Anzahl von Menschen mit Seilen vor die Steine, die auf rollenden Baumstämmen zum Bestimmungsort gezogen wurden. Hier wurden diese dann in eine vorbereitete Grube gesenkt und dann aufgerichtet. Erdmaterial wurde an den Seiten aufgeschichtet und die Decksteine auf die gleiche Weise bergauf gezogen und dort auf den Tragsteinen platziert. Anschließend wurden auch die Decksteine mit Erdreich abgedeckt. Bei besagten Steinkisten kann ich mir diese Erklärung gut vorstellen, vor allen Dingen bei den kleineren ihrer Art. Ob man diesen gewaltigen Deckstein auf Baumstämmen bergauf ziehen kann? Ich meine, hat das jemals jemand probiert? Wie verdichtet soll denn der Erdhügel gewesen sein, damit die Baumstämme nicht unter dem Gewicht des Steins in den Boden gedrückt werden? Der Stein wird ja höchstwahrscheinlich auch über eine gewisse Strecke herangeschafft worden sein. Eine Sage vom Teufelskeller spricht davon, dass die Gegend früher komplett bewaldet war. Waldboden ist jetzt auch nicht unbedingt für große ebene Flächen bekannt. Also ich persönlich glaube nicht, dass diese Theorie zufriedenstellend erklärt, wie sowas hier gebaut wurde. Fakt ist, wir wissen nicht, wie unsere Vorfahren das zustande gebracht haben. Warum haben Menschen in damaliger Zeit überhaupt mit unglaublichem Aufwand riesige Steine herangeschafft, um Gräber für ihre Verstorbenen zu errichten? Allem immer nur kultische Zwecke zu unterstellen, halte ich für fragwürdig. Was wäre, wenn zu viel früherer Zeit als angenommen solche Anlagen zu einem bestimmten praktischen Zweck benutzt wurden und erst später durch die Walter Nienberger Bernburger Kultur als Grabanlagen verwendet wurden? Etwa 100 Kilometer von hier entfernt, in Niedersachsen, liegt der Ort Schöningen. Hier wurden zwischen 1994 und 1998 in einem Braunkohletagebau in 10 Meter tiefe Holzsperre ausgegraben, die mit Hilfe von Uran-Thorium- und Thermolumineszenzdatierung auf ein Alter von 290.000 bis 337.000 Jahren geschätzt werden. Diese Speere sind perfekte Jagdwaffen und Repliken davon konnten von modernen Speerwerfern auf über 70 Meter geworfen werden. Was, wenn die Menschen, die diese Speere erschaffen haben, auch diese Anlagen errichtet hätten? Vielleicht haben ja auch astronomische bzw. kalendarische Bezüge eine Rolle gespielt. Heute ist der 27. Juni. Und wenn man sich das mal so anschaut, ist das ziemlich genau zur Sommersonnenwende ausgerichtet. Es scheint fast, dass die Anlage zum Sonnenuntergang zur Sommersonnenwende ausgerichtet ist. Könnte hier vielleicht ein Hinweis zum ursprünglichen Zweck ihrer Errichtung liegen?
Oder war es den Menschen vor 5000 Jahren einfach wichtig, ihre Grabanlagen anhand solcher Achsen auszurichten? Wenn ich mir diese Achse hier anschaue, scheint der seitliche Eingang ungefähr auf den Sonnenuntergang der Wintersonnenwende ausgerichtet zu sein. Ich habe versucht, das mit meiner Astronomie-App nachzuvollziehen und das könnte möglicherweise stimmen. Wenn ich den 21. Dezember einstelle, scheint die Ausrichtung zu passen. Jetzt stehen natürlich die Steine nicht mehr und ich kann nur ungefähr schätzen, wie diese ursprünglich ausgerichtet waren. Und meine Messmethode ist jetzt auch nicht unbedingt genau genug, um mehr als einen Anhaltspunkt zu liefern, aber für meine Zwecke ist das erstmal ausreichend. In den letzten 500.000 Jahren haben sich Kalt- und Warmzeiten abgewechselt. Vor etwa 300.000 bis 130.000 Jahren gab es eine Kaltzeit, die als Saale-Glazial bezeichnet wird. Die Gletscher reichten wohl zu dieser Zeit in etwa bis in dieses Gebiet, vielleicht auch noch weiter nach Süden. Interessanterweise fällt der Beginn dieser Kaltzeit genau in die Zeit, als die Speere von Schöningen geschaffen wurden. Vielleicht waren die Hersteller der Speere für lange Zeit die letzten Menschen, die diese Regionen besiedeln konnten. Erst vor 130.000 Jahren wurde das Klima wieder wärmer und ausgedehnte Wälder bedeckten einen Großteil von Mitteleuropa, bis die sogenannte Würmkaltzeit vor 115.000 Jahren wieder kältere Temperaturen brachte und die Waldgebiete zur Tundra wurden. Vor etwa 10.000 Jahren begann die heute noch andauernde Warmzeit, die als Holozän bezeichnet wird. Wieder dehnten sich Wälder in Mitteleuropa aus. Der Begriff Eiszeit unterscheidet sich übrigens von den bereits erwähnten Kaltzeiten. Von einer Eiszeit spricht man, wenn mindestens ein Pol vergletschert ist. Wir leben also momentan in einer Warmzeit innerhalb einer Eiszeit. Ich stelle mir die Frage, ob vielleicht Siedlungsspuren, die wesentlich weiter in die Zeit zurückreichen, inzwischen zu Staub zerfallen sein können oder von späteren Kulturen gefunden und vielleicht sogar weiter benutzt wurden. Holz zum Beispiel hält sich nur über so lange Zeiträume, wenn es, wie in Schöningen, die ganze Zeit unter Luftabschluss lag und somit perfekt konserviert wurde. Es existieren TCN-Datierungen von megalithischen Anlagen in der Steiermark, die im Auftrag von Dr. Heinrich Kusch ausgeführt wurden, die belegen, dass bereits vor über 20.000 Jahren mit solchen großen Steinen gearbeitet wurde. Steiermark ist jetzt zwar nicht gerade die nächste Nachbarschaft, aber auch nicht unendlich weit weg. Ich habe übrigens mal die Steiermark besucht, dazu aber vielleicht ein andermal mehr. Zurück zum Teufelskeller. Wurde damals dieser riesige Deckstein in diese Form gebracht oder hat man diesen Stein bereits so vorgefunden hierher geschafft und dann verbaut? Haben Gletscher diesen Stein so flach geschliffen? Den Menschen dieser Zeit werden nur einfachste Werkzeuge zugeschrieben und damit Granit zu bearbeiten, ist wahrscheinlich unmöglich. Oder kannten diese Leute einen Kniff, wie man Steine auf einfache Art und Weise bearbeiten konnte? Immer wieder tauchen Bearbeitungsspuren von Steinen oder im Gestein auf, die sich nur schwer oder gar nicht erklären lassen. Wie zum Beispiel im Falle von einigen Erdstellen in der Steiermark, seltsamen verdrehten, sternförmigen Kernbohrungen, zum Beispiel in Königshain in Sachsen, oder Steine aus Granit, die in Ägypten verbaut wurden und offenbar ohne Verlust geschnitten wurden. Das heißt, winzige Einschlüsse im Stein setzen sich auf der anderen Seite des Schnitts fort. Für die Leute, die das interessiert, habe ich in der Videobeschreibung einige Beiträge verlinkt. Keine 2 Kilometer Luftlinie von hier entfernt befindet sich das Großganggrab Wulfen am Hohen Berg. Das schauen wir uns auch gleich noch an. Das ist das gute Stück. Schauen wir uns jetzt mal an. Diese Anlage befindet sich mitten im Ort Wulfen und wurde während einer Kaninchenjagd 1784 entdeckt, nachdem eins der Tiere im Erdhügel verschwand. Auch sie wird der Walter Nienberger Bernburger Kultur zugeschrieben und die Fundstücke werden auf 2700 bis 2300 vor unserer Zeit datiert. Zu den Fundstücken findet man unterschiedliche Angaben. Auf der Informationstafel vor Ort wird gesagt, dass die Funde von 1784 verschollen sind, was schade ist, denn man fand damals wohl außer Urnen diverse Merkwürdigkeiten. Näher beschrieben sind diese leider nicht. Im Netz wird erwähnt, dass die Funde in der prähistorischen Sammlung im Naumann-Museum Schloss Köthen aufbewahrt werden. Ich war vor Ort, um zu überprüfen, was nun stimmt, aber anhand der Beschreibungen ist nicht ersichtlich, welches Fundstück zu welcher Anlage gehört und wann es entdeckt wurde.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurden durch Wolfgang Götze fast alle Exponate der prähistorischen Sammlung in Köthen zusammengetragen. Allerdings waren viele Anlagen schon vorher bekannt. Und man kann davon ausgehen, dass viele Relikte bereits vor seinen Ausgrabungen entdeckt wurden. Ich habe Kontakt zum Verantwortlichen der prähistorischen Sammlung in Köthen aufgenommen, um hier genauere Informationen zu bekommen. Ich halte euch dazu auf dem Laufenden. Die Hauptkammer hatte ursprünglich eine Höhe von 1,80 Meter und der Fußboden war mit Sandsteinplatten ausgelegt. Die Länge beträgt noch 5,10 Meter. Auch diese Anlage war von einem Erdhügel umgeben. Das wird möglicherweise die Opferscheide gewesen sein. Zumindest wird sie so genannt. Wieder habe ich die Ausrichtung mit meiner Astronomie-App überprüft. Die Sonnenwenden scheinen hier keine Rolle gespielt zu haben. Zumindest nicht die Sonnenuntergänge bzw. Aufgänge. Um die Mittagszeit scheint die Sonne zur Wintersonnenwende genau in den ursprünglichen Eingang der Anlage. Ob das aber eher Zufall ist, kann ich nicht beantworten. Ganz in der Nähe befindet sich der sogenannte Weinberg, der wohl auch ein Großsteingrab beherbergen soll. Dort war ich schon mal unterwegs, konnte allerdings nichts dergleichen finden. Vielleicht werde ich da zu einem späteren Zeitpunkt nochmal vorbeischauen. Südlich von Drosa befindet sich das Kieswerk. Auch dort wurde eine steinerne Kiste entdeckt. Leider ist dieser Ort nicht öffentlich zugänglich. Vielleicht werde ich aber mal versuchen, auch da Zugang zu erhalten. Allgemein wird in alten Büchern aus dem 18. und 19. Jahrhundert von unglaublich vielen Grabhügeln in dieser Gegend berichtet, die schon zu damaliger Zeit abgetragen waren oder wurden. Aber es werden auch in der neueren Zeit immer wieder Anlagen entdeckt, die früher noch nicht bekannt waren. Als Beispiel wäre da das Ganggrab Langen-Eichstätt bei Halle zu nennen, das erst 1987 entdeckt wurde. Wer weiß, was hier noch alles unter den Äckern und Hainen schlummert. Noch ein Aufruf an alle, die diese Anlagen besuchen. Bitte behandelt diese alten Orte mit Respekt, belasst die Bauten in ihrem Zustand, verschmiert nicht die Steine mit Graffitis und nehmt euren Müll mit. Die, die nach euch kommen, werden es euch danken. So, wieder auf dem Weg nach Hause. Hinter mir der wunderschöne Sonnenuntergang. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.